Besondere Relevanz im Engineering haben zukünftig digitale Technologien wie das Einführen von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung der Entwicklungsprozesse. Aber nicht nur auf der technischen Seite gibt es neue Ansätze, sondern auch auf der methodischen Seite. Wenn wir mal einen Blick in Silicon Valley als Beispiel werfen, dort sieht man, dass man auch anders eine Innovation denken muss und auch den gesamten Engineering-Prozess deutlich mit mehr kreativer Energie gestalten werden müsste. Deutschland hat Stärken in den bisherigen Digitalisierungen bezüglich der Einzelelemente, aber wie die Frage induziert, die Durchgängigkeit muss nun natürlich über die Wertschöpfungsketten hinweg vorgesehen werden. Und dadurch, dass wir immer mehr digitale Inhalte haben, müssen wir den Digital Thread oder Digital Continuity über unterschiedliche IT-Systeme und Plattformen gewährleisten und das über Unternehmensgrenzen hinweg. Diese Leistungserbringung muss durch neue digitale Ansätze, die über diese bisherigen Ansätze gehen, durchaus verbessert werden. Wichtig ist aber, dass diese Durchgängigkeit bidirektional läuft. Das heißt, eine Durchgängigkeit nur in eine Richtung, die ist eigentlich nicht ausschlaggebend, die könnte man heute schon bekommen. Der Mehrwert liegt in der bidirektionalen Veränderung der Daten. Nun, digitale Zwillinge sind nicht nur im Engineering anzusiedeln, dort müssen sie entstehen, aber sie entfalten ihre Wirkung im gesamten Lebenszyklus. Das heißt aber auch, wenn wir ein Abbild der physischen Realität mit dem digitalen Urmodell koppeln wollen, um Erkenntnisgewinne zu haben, um besser steuern zu können, müssen wir jetzt diese Welten miteinander verbinden. Unternehmen haben die folgenden Herausforderungen. Erstens, wo im Businessverhalten wollen Sie digitale Zwillinge einsetzen? Das heißt, was sind die Geschäftsaufgaben? Zweitens, um dieses zu leisten, wie sollen sie gebaut werden im Sinne der digitalen Zusammengehörigkeit und der Prozesskette? Und drittens, wie können jetzt die Echtzeitfähigkeiten gegenüber Langzeitwirkungen so analytisch aufgearbeitet werden, dass man digitale Zwillinge als eigenes Produkt mit Erlösmodellen am Markt sogar anbieten kann. Diese Fragestellungen sind neu für Unternehmen und da müssen also fundamental auch neue Elemente gedacht werden. Und das ist das Reizvolle. Darum werden ja auch erste Ausbildungsprogramme dafür vorgesehen. Und wenn ein digitaler Zwilling all diese Kriterien erfüllt, dann können wir zuverlässiger Fehler vermeiden, insgesamt ein besseres Produkt oder Produktionssystem schaffen und am Ende heraus auch noch eine Menge Kosten sparen. Nun, künstliche Intelligenz ist kein einfaches Thema. Es gibt da ja zwei Generationen. Wir kennen ja die regelbasierte künstliche Intelligenz. Vor ungefähr 20, 30 Jahren wurde das hoffähig gemacht, auch in Unternehmen erfolgreich eingeführt, in Teilbereichen, wo man viele Regeln kennt. Jetzt bei den datengetriebenen künstlichen Intelligenzalgorithmen stellt sich natürlich die Frage, inwiefern sind die Datenlagen bereit und in der Lage, Erkenntnisse zu liefern, damit wir uns auf die KI verlassen können. Ingenieure müssen im Vier-Augen-Prinzip die Fähigkeit ihrer Produkte begründen und auch freizeichnen. Wenn dort Algorithmen Vorschläge machen, die nicht erklärbar sind, was im Moment eins der Probleme bei der KI ist, können sich viele Ingenieure und Manager nicht darauf einlassen, einfach den KI-Algorithmen zu glauben. Das heißt, wir müssen also Untersuchungen anstellen, diese erstmal zu überprüfen und sicher zu machen. Die Einführung von Künstlicher Intelligenz in den Produktentstehungsprozess weist dabei besonders hohe Potenziale auf, sei es beim Suchen, Auffinden von Produktdaten, beim Optimieren einer Gestalt, bei Unterstützung der Suche einer Lösung. Überall dort kann Künstliche Intelligenz nicht den Entwickler ablösen, aber ihn doch vielleicht auch in Zukunft entscheidend unterstützen. Deshalb setzen wir bei Siemens zum Beispiel semantische Technologien und Wissensgraphen ein, um uns eine einheitlichere Sicht auf die Daten zu verschaffen und ihre Vernetzung besser zu verstehen. Und davon versprechen wir uns insbesondere die Verbesserung der Datenqualität, die bessere Unterstützung der Anwender beim Finden relevanter Informationen und wir werden damit die Grundlage schaffen, auch für anspruchsvollere Anwendungsfälle, wie zum Beispiel die autonome Optimierung von Produktionssystemen. KI wird heute nur punktuell im Entwicklungsprozess eingesetzt, da wo es um Bildbearbeitung geht, da wo es um Softwareentwicklung geht, teilweise auch schon da, wo Bauteile entwickelt werden, Generative Design beispielsweise als Blick.
Was fehlt, sind heute integrative Ansätze, die tatsächlich den Entwicklungsprozess als solchen unterstützen. Das fängt an bei einem Anforderungsmanagement, bei dem idealerweise Gesetzestexte auch zerlegt werden in maschinenlesbar oder ingenieurverständliche Abschnitte, die man dann auch im weiteren Verlauf des Systems Engineering validieren bzw. dagegen arbeiten kann und auch dagegen freigeben kann. Nun, Agilität, wie der Begriff aussagt, heißt flink, sich schnell einstellend, in kleinen Inkrementen zu arbeiten. Das heißt, die Hoffnung ist, dass wir dadurch zu schnelleren Entwicklungsfortschritt und auch zu Erkenntnissen gelangen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir diese Dinge so vorbereiten müssen, dass wir agil agieren können. Und man erwartet sich davon, dass Unternehmen schlagkräftiger werden, um schneller am Kunden oder an der Lösung sich zu orientieren und nicht mehr so lange benötigen, um überhaupt einen gesamten Top-Down-Ansatz durchzudenken. Das wiederum steht jetzt in einem Wechselspiel mit dem gesamten systemischen Denken. Und da ist jetzt natürlich Handlungsbedarf, diese Dinge aufeinander abzustimmen. Agiles Arbeiten ist heute etabliert in Bereichen der Softwareentwicklung beispielsweise, noch nicht vollumfänglich, aber doch zu weiten Teilen. Weniger allerdings im klassischen maschinenbaulichen Sinne und noch weniger in der komplexen Produktentwicklung eines Automobils. Das hat vielfältige Gründe. Das heißt, agiles Arbeiten ist erstmal eine individuelle Kompetenz, muss aber dann auch organisatorisch strukturell unterstützt werden. Und hier kommen wir aus einer sehr tayloristischen Arbeitsweise heraus, wo einige Experten in vielen Projekten zeitgleich wirken. Agil heißt allerdings an der Stelle eher in einem Projektkontext vollumfänglicher zu wirken. Und das stellt uns tatsächlich vor Herausforderungen, den Wechsel aus der Vergangenheit in die Zukunft zu überführen, organisatorisch strukturell. Kreativität im Engineering ist essentiell. Man könnte sogar sagen, ohne Kreativität keine Innovation und ohne Innovation kein weiteres Engineering. Wichtig ist aber, dass mit Methoden, zum Beispiel von KI oder anderen Werkzeugen, um komplexes Wissen zu verwalten, Kreativität quasi enabled wird, wie man so schön sagt, quasi als Befähiger benutzt wird, um kreativ zu werden, obwohl die Daten immer komplexer werden. Ja, natürlich nutzen wir Kreativitätstechniken. Sehr unterschiedlich. In der frühen Phase der Produktentstehung sind natürlich ganz andere Fragestellungen. Da geht es nicht nur um das Produkt an sich, sondern natürlich eingebettet in Services und teilweise auch neue Geschäftsfelder. Das heißt, hier müssen ganze Teams kreativ werden und denken und brauchen eben auch den strukturellen Rahmen, in dem sie das entwickeln können. Kreativität braucht aber ein richtiges Umfeld, damit sie sich entfalten kann. Und das bedeutet zwei Dinge aus meiner Sicht. Ideen müssen gehört und gewertschätzt werden und Ideen müssen die Chance haben, auch wirklich umgesetzt zu werden. Und dabei können Kreativitätstechniken helfen. Indem wir Kreativitätstechniken anwenden, signalisieren wir bereits allen Beteiligten, dass ihre Ideen gehört und gewertschätzt werden. Und wir schöpfen das Potenzial der Diversität aus. Je mehr Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen ihre Ideen beisteuern und je mehr Menschen diese Ideen dann aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und bewerten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir am Ende wirklich gute Ideen finden, die dann auch die Chance haben, umgesetzt zu werden.